Hey, da sind wir wieder und wir sind wieder unterwegs. Diesmal auch nicht in die Werkstatt und auch nicht auf einen Kurztrip, sondern auf eine richtig lange Reise. Wir sind auf dem Weg nach Frankreich und zwar wollen wir im Prinzip bis auf einen kurzen Stopp im Frühjahr zu Hause, wollen wir fast ein ganzes Jahr unterwegs sein. Jetzt geht es, wie gesagt, erst nach Frankreich, dann nach Portugal, dann kurz ein Stopover zu Hause und dann geht es nach Norwegen. Ja, und pünktlich zum Start auf unsere große Tour haben wir ja wirklich pünktlich den 500. Abonnenten auf YouTube. Ich weiß, 500 ist immer noch nicht viel. Live to go, den beiden folgen wir. Die haben letztens gerade den 100.000. zelebriert. Da sind wir noch weit weg von. Aber wir freuen uns auch über jeden einzelnen von den 500, zumal wir ursprünglich das Ganze ja nur gemacht haben, damit Familie und Freunde zu Hause uns so ein bisschen folgen können. Und so viele Familie und Verwandte haben wir gar nicht und Freunde. Also da sind mittlerweile auch viele uns gar nicht bekannte Menschen dabei und wir freuen uns über jeden Einzelnen, aber der 500. hat es natürlich verdient, kurz erwähnt zu werden. Insofern danke fürs Abo abschließen und uns folgen an Bernd Rosmann. Ja, und zweite Geschichte, heute Morgen ganz witzig. Wir haben hinten auf dem Wohnmobil ja unter anderem Followers, Kai und Steffi Travel the World. Und dann kriegen wir vorhin über Facebook eine Nachricht. Ich grüße schon mal Benjamin in Varel. Grüße aus Varel. Ich war der Corsa von heute Morgen, der gehupt hat. Ich lasse euch einfach mal ein Like da. Ja, das passiert uns auch nicht so oft und das ist natürlich richtig cool. Danke Benjamin und Grüße und ja, vielleicht bleibst du jetzt auch so ein bisschen bei uns und verfolgst unsere Reisen. Also, ja, wir sind jetzt hier gerade in Belgien, um das noch kurz zu erwähnen. Ja, fast halbe Strecke zu unserem Zielpunkt Bretagne und machen jetzt hier Stopp und morgen kommt dann die zweite Hälfte. So, nach 2 Tagen on the road sind wir am Startpunkt unserer Reise angekommen in Rouen. Sonntag und Stadtspaziergang steht an. Wir haben uns den Stadtspaziergang aus dem Müller Reiseführer rausgesucht und Startpunkt dieses Stadtspaziergangs ist eigentlich dieses Tor hinter uns und die alte Zugbrücke, über die früher die Herzöge schreiten mussten, bevor sie dann in der Kathedrale gekrönt wurden. Aber Modernisierung sind halt überall angesagt. Startpunkt wird schon mal nix, aber wir gehen außen rum und dann geht's so richtig los hier in Rouen.
and slowly the air feels cold inside my head. Oh, I don't know me anymore. Immer noch Sonntag, aber mittlerweile sind wir außerhalb von Rouen im Zauberwald. Ja, im Zauberwald von Merlin. Da waren wir letztes Jahr in der Bretagne schon erstaunt, dass hier so viel von der Merlin-Saga zu sehen ist. Ich habe immer gedacht, den gibt es nur in England. Hauptsächlich stimmt das ja auch, aber es gibt ihn halt auch hier und gleich kommt sogar Merlins Grab. From above the clouds. Guten Morgen. Seit gestern Abend freue ich mich eigentlich darauf, hier beim Frühstück zu sitzen und euch zeigen zu können, ist das mal eine schöne Aussicht beim Frühstück und das auf einem kostenlosen Stellplatz. Allerdings herrscht gerade ordentlich Frühnebel und man kann nicht so wirklich sehen, dass wir wunderbar direkt am Wasser stehen, aber vielleicht verschwindet er ja noch und es gibt noch ein paar Aufnahmen vom wirklich empfehlenswerten Stellplatz hier. Control me, not to know where you're at, but that's the old me, not heading back. I've been looking for starlight in the night when it's all dark. I was looking for us, 'cause without you I'm done. Can you hear me now? From above the clouds. From above the clouds. Ja, wir genießen hier noch einen Moment die morgendliche Atmosphäre. Allerdings ist es bei 11 Grad ohne Sonne hier schon echt noch frisch. Ja, und insofern warten wir auch noch ein bisschen, bis die Temperaturen etwas hochgehen, weil wir nachher eigentlich, ich glaube, 4 Stunden wandern wollen, viel im Wald und da könnte es noch ein bisschen besser werden. Noch kurz zu dem Stellplatz hier, von dem wir schon geschwärmt haben. Ihr habt eben in der Aufnahme von oben sicherlich in der Mitte des Platzes dieses WC- und Duschhäuschen gesehen. Das Ganze ist ein ehemaliger Camping Municipal. Ich hoffe, ich sage das richtig. Ja, und ehemalig heißt, dass der Bereich Dusche und WC ist mittlerweile geschlossen. Dafür steht man hier aber umsonst und direkt im Ort bei der Kirche, ja, 1,5 Minuten von hier, gibt es auch eine Fähr- und Entsorgungsstation. Insofern irgendwie doch noch ein gutes Gesamtpaket hier. Wenn ein Windzug gerade kommt, dann regnet das richtig von den Bäumen, da wird man wirklich richtig nass von. Trotz strahlend blauem Himmel. Auf der anderen Seite vom Wasser ist ein breiter, flacher Wanderweg und Kai macht hier halt alpines Klettern.
...14,7 Kilometer die erste Wanderung. Zwischendurch hat Steffi noch gesagt, wir fahren jetzt gleich weiter nach Josselin. Vielleicht gucken wir uns Josselin noch an, aber ich glaube, das machen wir lieber morgen. Das glaube ich auch. Wir als jetzt nicht so die Haustierfreunde finden es ja immer schon ein bisschen außergewöhnlich, dass viele in ihrem Wohnmobil 1, 2 oder sogar 3 Hunde dabei haben. Fragen wir uns immer, wie kriegt man das so alles organisiert? Aber man kann auch ganz andere Tiere offensichtlich dabei haben, wie ihr jetzt seht. Heute erkunden wir Josselin. Das ist einer der Hauptattraktionen hier in der Region. Ja, merkt man schon daran, dass es gleich 2 kostenlose Stellplätze gibt. Wir stehen an dem unten am Fluss. Ja, zweckmäßig völlig in Ordnung von der Lage her. Man ist schnell in der Innenstadt, aber auch im September noch wirklich gut gefüllt. Aber ja, jetzt geht's mal in die Stadt. Ja, das Schloss kann man eigentlich auch besichtigen im Rahmen einer Führung. Wir sind aber vormittags hier und im September kann man es leider nur von 14 bis 18 Uhr besichtigen und wir sind halt vormittags da. So lässt es sich leben. Eigentlich brettert hier gerade richtig die Sonne runter und das Ende September. Eine Wolke hat sich leider gerade davor geschoben, passt jetzt insofern nicht so ganz zu der Story. Weil es so schön warm war, war eben die Frage Kaffee oder Eiskaffee. Die Entscheidung war schnell gefällt, Eiskaffee. Steffi hat dann auch einen Eiskaffee gemacht, aber der Milchschaum, den hat sie leider warm produziert und jetzt trinke ich hier so eine lauwarme Plörre. Boah. Also zum einen, es ist keine lauwarme Plörre, der Schaum ist auch nur lauwarm und der Rest ist eiskalt. Und wenn man zu 95% das rote Knöpfchen drücken muss am Milchschäumer und dann mal das blaue drücken sollte, vergisst man das halt leider schnell. Ja, gibt Schlimmeres, ne? Das stimmt schon. Mir allerdings letztens auch schon mal passiert. Das stimmt auch, ja. Wir stehen jetzt übrigens hier in Malestroit und hier gibt es einen Stellplatz, der besteht aus 2 Wiesen für jeweils 100 Wohnmobile. Wir stehen jetzt hier gerade mit 4 Wohnmobilen auf der hinteren Wiese. Vorne sieht es ganz anders aus. Ich zeige es auch einfach mal von oben per Drohne. Verstehen wir nicht. Also wir sind ja eh nicht so die Kuschelcamper, aber warum stehen alle dicht gedrängt da vorne und hier hinten ist es so wunderbar frei?
Die Bretonen sind im positiven Sinne ja ein ganz eigenes Völkchen, was so weit geht, dass es ja auch eine eigene Sprache gibt. Und heute gibt es bei uns die bretonische Kuchenspezialität schlechthin. Das Ganze heißt... Bretonischer Butterkuchen. Das ist unaussprechlich für mich. Ja, ist schwer. Wir haben uns das eben schon quasi per App vorsprechen lassen, aber so ganz einfach ist es nicht. Aber ich glaube, wir versuchen es nochmal. Wir packen den erstmal aus, zeigen ihn euch und dann gibt es den Versuch, das auszusprechen. Also so sieht das Ganze aus. So wird es geschrieben, also die alleroberste Zeile. Und ausgesprochen klingt es irgendwie, zumindest wenn wir es aussprechen, fast asiatisch. Cuillamant. Cuillamant. Ich glaube, das war fast besser. Es gibt ganz verschiedene Sorten. Wir haben einmal die Natursorte. Und einmal mit Apfel. Eigentlich müsste das auch noch in den Ofen, ein paar Minuten. Wir haben es einfach ein bisschen in die Sonne gelegt. Oh, ich weiß, das was Steffi meint. Klebt ziemlich in den Zähnen, die Naturvariante. Apfel lässt sich zumindest deutlich besser essen, ist viel weicher und klebt auch nicht in den Zähnen. Schmecken. Entschuldigung. Schmecken tun sie beide. So, das war's jetzt auch mit diesem Vlog. Für alle, die das Meer bisher vermisst haben, weil Bretagne verbindet man ja oft einfach mit dem Meer, gibt es zwei Optionen. Entweder unsere alten Videos aus dem letzten Jahr, wo wir in der Bretagne waren, oder wir versprechen, im nächsten Video gibt es auch mehr zu sehen. Kann man ja sogar schon erahnen im Hintergrund, ist sozusagen ein Vorgriff auf das nächste Video. Also bis bald. Tschüss.